Once upon a time, the infamous rover Reynardo plundered the floating isles. Then his mother called him to her deathbed. "Swear to me that you won't die on the gallows," she rasped. Reluctantly, he swore. And he whiled away his days at home with music, cards, and wine. But the Emperor had changed. He'd been good once, a shy, almost humble toad. He'd built universities. Then people started whispering about mass graves in the woods, midnight rituals, victims screaming. The Imperial Ravens would round up entire villages, and no one ever returned. The Ravens had come to Ubar scouting for ancient books said to be of great power. But the librarians had hidden the books, so they'd burnt the librarians. The citizens, outraged, had driven them off. The Ravens had come back with dropships. The kid had fled with one of those books. He was brave and dumb and wanted to join the rebellion. And Reynardo had promised his mother he'd protect him. Und damit herzlich willkommen zu Stories, The Path of Destinies. Und nun werden wir die Geschichte von Reynardo, einem süßen Fuchsvagabund, erleben. Und schau mal, was so auf uns zukommt. Ich hoffe, ihr freut euch. Watching Ich his freue mich city sehr. burn. Sorry, kid. Reynardo told the kid. Look, if we give them the book, they'll leave you alone. My mother died for this book! I promised her I'd protect you. Oh, damn it. The kid had run off. With the book, of course. So Reynardo had to run after him. Na, was ein Dödel. Jetzt müssen wir natürlich uns das Buch krallen, das der kleine Junge da mit sich hat, der ein bisschen dödelig ist, weil er ja von uns wegrennt. Unsere Mission ist, beschütze Peter. Oder besser gesagt das Buch. Wir beschützen ihn ja nur, weil wir es machen müssen für seine Mutter. Hoi. Und da sind auch schon die Two ersten ravens Raben. staring at the kid like he was their dinner. Which probably was what was in their tiny brains. "Hey," Reynardo said. They cocked their heads at him. "Pick on someone as ugly as you." Wait, that didn't come out right. "For the Emperor!" The ravens cawed and For the Emperor. X zum Angreifen. Jetzt machen wir diese Raben natürlich fertig. Zack. Ach, schön. Und eine tolle Kombo gelandet. Ui, noch mehr. Und wir können auch kontern, alles klar. Haben wir natürlich direkt perfekt gemeistert. Und zack. Zack. Und der letzte. Und wieder eine schöne Kombo. Perfekt. So muss das. Warte mal, haben wir da hinten noch irgendwas vergessen? Ich will nichts übersehen. Das ganze Spiel, merkt ihr vielleicht schon, erinnert ein bisschen an Bastion. Oder Bastion. Vom Erzähler und auch vom Style her so ein bisschen. a dropship flew overhead. He hoped they hadn't noticed him. The kid. Und wir können auch Gegner werfen. Okay. Zack. Noch einer. Bam. Perfekt. Oh, right. The Gate of Heroes. Someone's idea of a joke, making the Skyship docks a gated community. You needed a hero's sword to open it. And the kid was on the other side of the gate. Who let you through? Promise me you'll take the book to the rebels, or I'm gonna steal your ship. I'm not taking that damn book anywhere, and neither are you. Try and stop me, laughed the kid. I bet you don't even have a hero sword. And with that, the kid hopped away. Had to hand it to the kid. He was an idiot, Mist. but he had guts. Where was Reynardo going to get a hero sword? Und da sehen wir auch schon eine Truhe. Und bekommen. And wind essence? Ja. Perfect. Damit können wir jetzt Schwerter herstellen. Okay. Verstehe. A hero sword. Bam. QED. Und es gibt noch Klinge der Leere. Winterdorn oder Feuersturm. Winterdorn sieht ziemlich cool aus und Klinge der Leere auch. Aber das Hero Sword hat einfach Style. Finde ich alle geil. Finde ich irgendwie alle nice.
Das heißt, wir brauchen jetzt ganz viel, müssen Erze sammeln und verschiedene Extrakte. Wir schauen hier. Das benötigt Windextrakt, Feuerextrakt, Wasserextrakt und das benötigt auch Windextrakt. 12 Stück. Gott, oh Gott. Okay, ich denke aber, das kriegen wir mit der Zeit auch noch hin. Dann schauen wir einfach mal, ob wir damit das schöne Tor aufbekommen. Das wäre natürlich blendend. This is what he got for settling down and finding people to care about. The kid's mum had been a swell cook and she'd laughed at Reynardo's jokes, even when he didn't know he'd made one. And then the ravens had come to burn her. And she'd made him promise to protect the kid. But she never told him where the book was. Just the kid. He came up to a ledge. It was too far to jump. There'd been a bridge here before, hadn't there? And there was Peter, giggling at him. "How'd you get across?" he asked the kid. "Where'd you find a hook?" "I hopped," said the kid. Wise-ass kid. "Hey, look out behind you!" "Cute," said Reynardo. Ah, Ravens. Oh je, noch mehr Ravens, die kriegen wir. Aber sowas von mit einer schönen Combo down. Zack. Zack. It was time to talk some sense into the kid. Just hook his way across the ledge and chase the kid down. Thing was, he hadn't used his hook since he'd retired. How had he done it? Maybe if he meditated at that altar there, he'd remember his old skills. Cool. Ich mag den Erzähler. Ja, hier können wir Fähigkeiten, verstehe. Klar. Cool, das heißt Haken, zack. Starting to come back to him. Something Schön. you completely forgot, like how to freeze time when attacking. The more he fought, the more he'd probably remember. Ah, das ist cool. Das ist sehr cool. And there was the Farfarer. She was the fastest ship he'd ever known. She could do the Kessel run in 12 furlongs. Oh, so the salesman had told him. And something told him the kid was about to walk into an ambush. "Stop!" he shouted. "I'm not giving you the book!" shouted the kid, and took off. "No! Peter!" The kid ran for it, and a goblin nailed him with its eyes. Nein, Peter, nein. Oh Gott. Perfekt. Schön. Gott, Peter. Was ein The book was Dödel. unburned. Next to it were the buckles from the kid's shoes, and a kid-sized pile of ashes. Damn it. Why hadn't he lied and told the kid he'd take the book to the rebels? The kid would be alive now. Really pissed off and betrayed, but alive. Oh, damn it. Reynardo picked up the book. He couldn't let the Empire have it now. He was going to have to get it out of there. He'd be a wanted man. Probably have to join the rebellion just to have a place to dock. Well, he'd hated home life anyway. So, jetzt schauen wir mal, was hier noch in den Kisten drin ist. Oh, es ist schade, dass Peter jetzt sterben musste. Das ist natürlich tragisch. Ich meine, ich kannte ihn zwar bis jetzt nur als Dödel, aber er hatte bestimmt eine gute Seite. Schließlich mussten wir ihn ja beschützen, von dem her. Naja, Mission fehlgeschlagen, würde ich sagen. What was the big deal about this book anyway? Maybe he should open it and find out. All that had been years ago. How many? The war was a blur, and now 3 Raven scout ships were chasing him. "Where are you running, rebel?" cawed the Raven captain over the loud hailer. Reynardo could see them cranking up their catapults. "Just going out for milk?" Reynardo yelled back. "Where can you run?" laughed the Raven horribly. Far behind him, another city was burning. The dark cloud above its island was thousands of Imperial ships. The fleet was doing a thorough job. "Take us to the rebel base! I will spare your life!" it cawed. The entire jury-rigged rebel fleet was only a few islands to the east. Beyond that were only the pillars of heaven, a sea of endless blood-colored tornadoes. The rebellion was out of time, unless Reynardo could bring a game-changer. Maybe he could.
Reynardo had found out where he could find the pieces of the Sky Ripper, the legendary weapon that had exiled the lost gods. Surely a legendary weapon could win the final battle. On the other hand, his old friend Lapino had sent Reynardo a desperate message saying he had a brilliant scheme to save the rebellion. If Reynardo could only rescue him. Reynardo dived the Farfarer towards the abyss. As he felt the heat of the jet stream, the Raven ships peeled off, not stable enough to follow him down there. Now it was time to choose. Lapino or the Sky Ripper. Und ich würde sagen, da wir schon einen Freund verloren haben, gucken wir, dass wir diesen nun retten. Ah, Lapino. Apparently, the Mad Rabbit had sold a Pegasus that he did not exactly own. Lapino always wiggled out of trouble, given time. But he was out of time. The Ravens had figured out that Lapino was a rebel spy. If the fleet reached him first, they'd string him up for that. Never mind the winged horse. Schauen wir mal, ob Lapino wirklich die richtige Wahl war. Denn wir hätten ja schließlich auch eine Waffe bauen können. Eine sehr mächtige Waffe. Na gut. Nichtsdestotrotz denke ich, dass Freundschaft jetzt gerade vorgehen muss. Wobei wir diesen Kerl ja noch nicht mal kennen. Na gut, ich hoffe einfach mal, dass er jetzt nicht ganz so tollpatschig ist wie Peter. Obwohl er sich hat fangen lassen, er auch gerade. Mal schauen, mal schauen. Lapino had apparently managed to confuse the judge by arguing that he hadn't actually stolen a winged horse. He'd only sold it. But wait, where was the prison? The village was empty. Had everybody fled the Ravens? Reynardo's blood was up. He just needed to smash something. Rette Lapino ist unser aktuelles Ziel. Und dabei hat er sich doch ja eigentlich schon befreit, wie wir gerade gemerkt haben. So, es gibt noch Juwelen. Ah, das heißt, wir haben zu einen unser Schwert und zum anderen haben wir Juwelen, die wir ausrüsten können. Und momentan haben wir noch keine Juwelen freigeschaltet. Und dann schauen wir, oh guck mal, wenn wir 30 Erze bekommen, also schaffen zu sammeln, dann könnten wir unser Schwert weiterentwickeln. Oder wir sparen auf ein anderes, aber das schauen wir dann einfach spontan, würde ich sagen. Und gehen jetzt erstmal weiter und schauen, was uns hier noch so erwartet. Und bis jetzt sieht das ziemlich cool aus hier, wo wir gerade sind. Ziemlich cool. Und vor allem schön. There were stickers all over the platform for really hot lady foxes, with pictures and addresses and everything. Oh, überall Raben. Scheinbar haben die dieses Dorf eingenommen. Sieht sogar sehr danach aus. Da oben sehen wir eine Truhe. The Ravens had taken the town. Reynardo had seen villages emptied like this. All the people taken away to be sacrificed in the Emperor's secret rituals. Reynardo hoped the people were just hiding. So, dann schauen wir mal, was es hier gibt. So, bis jetzt haben wir Gesundheit daraus bekommen. Währung gibt es ja scheinbar keine. Schauen wir doch einfach mal. He wasn't that good. Ein Altar. Yet. Aber wir können noch nicht upgraden. Wir bräuchten noch 950 XP. Stand da oben. Und hier ist noch eine Truhe. Perfekt. Und so viele Erze. Ach, wow. Okay, das war Matsch. Und hier gehen wir durch. Da hinten war ja auch ein Tor, das haben wir vorhin gesehen. Aber das sah eher so flammenmäßig aus. Wahrscheinlich brauchen wir dafür dann ein Feuerschwert dementsprechend. Und ein paar Raben. Ach ja, perfekt. Und zack. Block. Gott, viele. No chance, my friend. Oh, das war knapp, fast hätten wir die Combo verloren. Und wir haben es geschafft, die komplette Combo aufrechtzuerhalten. Jetzt brauchen wir nur einen Altar. Or a snack. Ravens weren't picky. If they got hungry, they sometimes forgot to interrogate their prisoners. Even top spies like Lapino. Where had the Mad Rabbit got to? Okay, das heißt, wir können auch Erze aus diesen Dingern rausbekommen, wie wir gerade gesehen haben. Und wir könnten, wenn wir jetzt noch einen Altar finden, gleich upgraden, was ziemlich geil wäre.
So, da gehen wir jetzt einfach mal lang. Da vorne ist eine Truhe, perfekt. Und da unten steht ein Altar. Ach, so muss es. Einfach 1A. Voll gut. Zack. Once, Reynardo had opened a chest, and a jack-in-the-box jumped out. Jack-in-the-boxes, they gave him the Wiggins. Da haben wir jetzt ein Feuerextrakt. Unser erstes Feuerextrakt mit 6 oder 4 konnten wir, glaube ich, das Schwert machen. Wäre natürlich auch sehr nice. Wobei das Schwert abzugraden wäre auch eine Idee, definitiv. Aber da müssen wir sowieso noch ein bisschen sparen. So, und jetzt können wir auch schon das nächste freischalten. Das wäre dann Stürzen. It was starting to come back to him. Something you never completely forgot. Like how to freeze time when attacking. The more he schick. fought, the more he'd probably remember. Das ist sehr schick. Gefällt mir. Oh, das war dumm. Das war so dumm. Das hätte mir locker blocken können, aber ich habe es natürlich nicht gemacht. Zack, zack. Mist. Schade, dass wir das eine am Anfang da verkackt haben. Bam. Und zack. Immerhin trotzdem noch eine gute Combo hingelegt. Und könnten auch fast aufsteigen. Oh, jetzt sieht's aber ziemlich düster aus. Reynardo felt a chill run down his back. Or possibly a flea. Noch ein Altar, aber wir haben nicht genug EXP. So, das sieht... Ach, so können wir die auch zerstören mit Durchdashen. Okay, das ist cool. So, hier bräuchten wir scheinbar so ein leeren Schwert oder so. Das heißt, wir können hier wahrscheinlich nochmal zurückkommen irgendwann. So, noch mehr Raben. Aber kein Problem für uns. Zack. Zack. Jetzt können wir einen Altar benutzen. Und zack. Gesundheit, das ist sehr gut. Oh, ist das Lapino? Dirty and bloody, Reynardo finally reached Lapino. The rabbit was practicing his shuffle. Reynardo recognized the cards. It was Lapino's favorite deck. Oh, I thought you were in danger. I am. The ravens are coming. Oh, the prison thing. Right, yeah, we see this guard owed me 53 ducats, so we made a deal. They're very reasonable people, actually, for weasels. Now, I got a brilliant plan to kidnap Zenobia. We capture Zenobia, we find out what she knows, and that's the whole war right there. Easy peasy, lemon squeezy. Capture the Emperor's greatest general, who also happened to be a deadly sorcerer and, oh, his only daughter? That would be worth it. On the other hand, he could still get to the core of the Sky Ripper, even if he couldn't get the whole thing. It must have great power. Ich denke, jetzt noch einen Teil der Waffe zu kriegen, wäre nicht mehr so das Wahre und würde deswegen eher diese Mission hier oben machen. Denn dann selbst, wenn der Emperor die komplette Waffe hätte, könnte er ohne seine Feldherrin wahrscheinlich nichts Großes damit anrichten. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das. Und das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Macht's gut bis dahin. Tschüss, euer Dace.